Hallo Leute, willkommen beim Clary auf der Zockerbude. Wir schauen uns heute mal in Infinite Lagrange eine Level 9 Stadt ein. Das ist aktuell das höchste, was man einnehmen kann. Das Gebiet in Summe, was man dann einnimmt, wenn man alle 4 Städte geschafft hat, ist eine Level 10 Stadt zwar, aber die einzunehmenden Städte, hier in dem Fall sind es 4 Stück, dann hat man das Gebiet, sind Level 9er. Ja, was gibt's Gravierendes dazu zu sagen? Also eine Level 9 Stadt hat 949 Schiffe drin und verfügt über 60 Millionen Lebenspunkte. Das heißt, hier hat man also richtig zu tun und hier braucht man, wie ihr seht, auch richtig viel Firepower. Hier braucht man viele Flotten, sonst wird das nichts. Ja, Feinheiten gibt es im Prinzip wie bei jedem Stadtangriff zu beachten, dass eben die Wachen vorher weggeräumt wurden. Klar, sonst macht man sich nur unnötig schwer, wenn die dann auf einmal auch noch reinhauen. Und dann natürlich die Absprache, wann angegriffen wird, wer als erster angreift. Dessen Flotte ist quasi in Sekunden Schrott hier bei dieser Größenordnung der Level 9. Selbst bei einer Level 5 oder 7 Stadt merkt man das deutlich. Der zuerst angreift und den Fokus hat, der hat ein Problem. In der Zeit, bis derjenige weg ist, sollten alle anderen an der Stadt dran sein und kämpfen. Das ist so der Plan. Ja? Bei der Masse an Leuten wird es unweigerlich aber dazu kommen, dass nicht alle in den Angriff kommen. Hier haben wir sogar dann schon damit geplant, dass wir vielleicht sogar zweireihig brauchen, wenn die vordere Flotte zurückziehen muss, weil es einfach zu teuer wird, dass man dann als Zweitflotte hinten dran direkt nachrückt. Ja, schauen wir mal an, wie das läuft, und dann gucken wir mal, wie wir hier vorankommen. So, Krieg wurde erklärt, damit können wir angreifen und die erste Flotte beginnt auch schon und ist im Anflug. Ja, danach muss eigentlich jeder AFK, also AFK darf keiner sein bei so einer Aktion, ja, da brauchst du alle Flotten, es muss jeder mit der Maus oder mit dem Finger, je nachdem mit was er spielt, dran sein, denn hier ist jetzt Zeit wichtig. Das darf da nicht zu lange dauern. So, da geht's los. Die Stadtwachen kommen raus und jetzt sieht man hier auch schon, da fehlten ein paar Schiffe und obwohl ich zweite Reihe stehe, weil ich eine reine Damage Fleet habe, gehe ich auch gleich mit auf Angriff. Das hat seine allerdings auch seine Nachteile. Ja. Der Vorteil ist natürlich, dass man direkt mit auf die Stadt zufliegt und würde im Idealfall, wenn die vordere Flotte beim Erstangriff... Oh, was ist da los? Irgendwas ist gerade mit meiner Base. Das scheint sich gleich aber aufzulösen, hoffe ich doch. Ja, okay, da ist was erledigt worden, da schauen wir gleich mal rein. So, also jetzt seht ihr nämlich das, die anderen Flotten kämpfen, meine Flotte kommt jetzt nicht zum Zug und dann beginnt quasi so eine Sightseeing-Tour. Ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht, also die Kapitänsmannequins, die ich da drauf habe, die haben alles bisher gemacht, aber mit dem Raumschiff fliegen haben sie es nicht so. Gucken wir gerade mal. Oh, ein Kollegen seine Fleets sind irgendwie in meinen Base-Bereich gerutscht. Ja, das war jetzt nicht so gewollt, glaube ich, auch von ihm nicht. Gut, ist halt passiert. Ja, von daher ist das jetzt zwar unschön, aber es sind kleine Fregatten, es ist alles gut, es ist nichts Wildes. Ja. So, jetzt zurück hierzu. Ja, ihr seht jetzt, ich gondel jetzt eine Runde hier durch die Walachei und schaue mir im Prinzip das Ganze an. Also so rein aus filmischer Sicht könnte man sagen, ich mache jetzt hier die Action-Movie-Aufnahmen und fliege einmal drumrum. Denn ihr werdet sehen, mit Lücken finden und so hat es meine Flotte nicht so. Also wenn die einmal in diesem Umkreisen-Modus drin ist, dann kann es durchaus sein, dass ich keinen einzigen Schuss mehr abgebe, weil die ganze Zeit am Rumsuchen ist. Also man kann das, wenn man da derartige Probleme hat, auch händisch steuern, indem man eben dann abwartet, wo was frei wird, Transfer per Hand macht, die Flotte da hinschiebt in die Lücke und dann auf Angriff geht. Das ist wahrscheinlich klüger. Ja? Gerade wenn man solche Piloten auf den Schiffen hat, wie ich irgendwie, die kann man ja leider nicht tauschen, das ist ja automatisiert, aber dieses Wegfindungssystem ist für einen Eimer.
und hier sehen wir jetzt schon am hell leuchtenden, dass Teile einer Flotte rausporten oder eine komplette Flotte. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber es sieht aus nach Teilen einer Flotte. Ja, wie ich sagte, der Schadensoutput ist hier echt hoch, der von der Stadt auch kommt. Nicht nur die Stadt, sondern auch die Flotten. Die Flotten sind vom Gegner hier Level 11er und 12er Flotten. Das heißt, die machen schon ganz gut Aua und die sind auch alle mit SKs ausgestattet und so. Also da kommt schon ein bisschen Firepower. Ja. Die Stadt an sich hat aktuell noch 852 Schiffe in der Verteidigung. Die müssen auf Null, bevor wir die eigentliche Stadt, also diese 60 Millionen, die ihr da lesen könnt, bevor wir die angreifen. Und das dauert also noch einen Moment. Ja. So, im Zuge dessen, hier sehen wir jetzt auch eine Fleet, die schon halb runtergeschossen ist von unseren. Das ist natürlich nicht schön, aber das geht halt nicht anders. Ja. Also, ich meine, jetzt könnte man sagen, ich habe ja leicht reden, ich bin ja auch außerhalb, ne, aber ich suche mir das ja freiwillig nicht aus. Ne. Die Wegfindung ist aktiviert, ich kann das auch nicht mehr beenden jetzt. Also wenn ihr direkt auf Angreifen geht und steht nicht ganz vorne, dann solltet ihr euch im Klaren sein, dass ihr daran nichts mehr ändern könnt, egal wie lange die Flotte jetzt rumsucht. Ja? Denn wenn ich jetzt auf Abbrechen geht ja an sich nicht, ich kann das nicht anhalten, ich muss dann auf Rückzug und wenn ich das tue, fliegt die Flotte heim. Und das wollte ich jetzt nicht machen. Ne? Also jetzt lasse ich sie halt suchen. Hat den Vorteil, dann kann ich mich halt mehr ums Video kümmern. Ne? Ist jetzt halt nicht so schön, aber ich hätte auch lieber gefightet, aber so ist es halt. Ja, die Flotten werden kleiner, also die Schiffsanzahl wird kleiner innerhalb der Stadt. Also wir scheinen da einiges wegzukriegen. Das ist jetzt so ein perfektes Beispiel für diese chaotische Wegfindung. Ihr seht doch auch diese Mini-Lücke da. Wie kommt er denn jetzt da drauf, dass meine Flotte da reinpasst und an vorher großen Lücken ist er vorbeigeflogen? Jetzt stellt er natürlich fest, dass er da nicht reinpasst, um dann wieder wegzufliegen oder sich zu verkeilen oder dumm rumzustehen. Also das ist wirklich echt unschön gemacht von dem Spiel, das muss man mal so sagen. Fleet composition So, updated. das war meine Verstärkung bei einem Kollegen seiner Flotte dabei. Die tritt den Rückzug an, weil er den Rückzug antritt. Gut, das ist dann halt so. Ne? Sie scheint aber noch zu leben, zumindest Teile davon. Das ist ja schon mal etwas. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwann noch mal einen Platz kriegen. Ich sehe es aber noch nicht so. Ich denke, das wird mehr eine Dokumentarreihe, wo ich im Kreis fliege. 330 Schiffe noch, das sieht doch sehr gut aus. Also über 60% haben wir schon erledigt. Dann geht es doch hier voran. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das geht in echt so schnell. Ne? Also ich habe hier viele Teile rausgeschnitten, was die Videothematik angeht, damit das passt zeitlich und nicht so ein ellenlanges, wir schauen hier in Ruhe zu, wie es ein bisschen blitzt und blinkt. Das ist ja nicht hilfreich. Ja. Wichtig war mir, dass ihr eine Level 9 Stadt überhaupt mal von den Werten her sehen könnt und auch einen Angriff dazu passend sieht. Und natürlich seht ihr auch, ob wir es schaffen oder nicht. Aber es sieht ja gut danach aus. Also ich denke, es sollte jedem klar sein, dass wir das schaffen. Jetzt ist halt noch die Frage, was passiert so, worauf muss man achten und diese Dinger. Und das ist der Grund, warum ich das Video zu diesem Thema nochmal machen wollte. Seht ihr diese größere Lücke über meiner Flotte, an der meine Flotte eisern vorbeigefahren ist jetzt, ne? Also geflogen, wie auch immer. Sie hätte da prima reingekonnt und die Lücke wäre sogar breit genug, das hätte perfekt gepasst. Sie macht nicht mehr Anstalten. Stattdessen fliegt er auf Kollisionskurs mit einer anderen Flotte und eiert hier wieder drumrum um andere Flotten. Also es ist echt unschön mit dieser automatisierten Wegfindung. Ich kann es jedem von euch nur empfehlen, steuert das per Hand mit Transfer, vor allen Dingen, wenn ihr in der zweiten Reihe steht. Wenn ihr in der ersten steht, müsst ihr auf Angriff, sonst schädigt ihr eure Kollegen. Denn je später ihr eintrefft, desto mehr Schaden kriegen die anderen in der Zeit ab, denn der Schaden wird dann aufgeteilt. Ja? Das heißt, die erste Flotte tankt an und kriegt von allen Wachflotten gleichzeitig Focus Fire. Deswegen ist die auch in einer rasenden Geschwindigkeit weg.
In der Zeit solltet ihr da sein, damit sich kurz bevor die Flotte abzieht, der Gesamtschaden auf alle, die dann in einem Angriff sind, verteilt. Und damit kriegt jeder Einzelne weniger Damage ab und ihr haut natürlich auch entsprechenden Schaden raus. Und dann funktioniert das auch. Wenn natürlich die Hälfte dann vergisst, Angriff zu drücken und es stehen nur 5 Flotten da vorne drin, dann sind die auch recht schnell weg, weil die massiven Schaden bekommen. Also das wäre noch so ein Punkt, das sollte man halt wirklich berücksichtigen und sich dann im Team gut absprechen. Ja. Dazu eignet sich zum Beispiel so ein Bereitschaftscheck im Vorhinein, ne? Dass man halt im Vorhinein mal jeden ein Plus drücken lässt im Chat, weil nicht alle immer im Discord und Sprache und so, das wollen nicht alle. Aber ein Plus kann man immer schreiben und dann weiß jeder, okay, der Spieler ist da. Also das ist so eine sinnvolle Thematik. So, die Schiffe sind auf Null. Jetzt geht's an die Stadt und wie ihr seht, wir sind bei 59 Millionen und ein bisschen was. Also das kann jetzt einen Moment dauern und das tue ich euch natürlich nicht an. Das spulen wir jetzt auch vor. Ja, Leute, dann sind wir auch fast durch und da ist es. Wir haben die Stadt besetzt, also vielmehr die anderen haben. Ich habe nur die Kameraführung gemacht, denn nach wie vor steht meine Flotte blöde im Weg. Ja, ich würde euch raten, das auch anders zu machen. Macht das über Transfersteuerung. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und tschüss.